दरवाज़ा खोलेंगे ना डॉक्टर। Katastrophale Überschwemmungen verwüsteten im Sommer 2010 große Teile Pakistans. Mehr als 14 Millionen Menschen verloren Häuser und Land und ungezählt viele ihr Leben. Dr. Pfau, inzwischen 80 Jahre alt, besuchte danach einige der überschwemmten Orte, in denen ihre Teams bereits erfolgreich die Lepra bekämpft hatten. Sie litt mit den Frauen. Dann konnten die Mütter tatsächlich nur 2 Kinder auf den Arm nehmen und dann sahen die das dritte, das dem Wasser nicht widerstehen konnte, vor ihren Augen ertrinken, und das sind also ganz schreckliche Geschichten. Die Fluten zerstörten jede Infrastruktur. Straßen gab es nicht mehr. Die Felder, auf denen die Menschen ihre Nahrung angebaut hatten, waren zu Seen geworden. Doch Frau Dr. Pfau ließ den Kopf nicht hängen. Wir haben einen schönen Wahlspruch, den haben wir von den Jesuiten geklaut. Weitermachen ist unsinnig, aufhören ist noch unsinniger, also machen wir weiter. Wer keine Tränen in sich trägt, darf diesen Weg nicht gehen. Ein Jahr später. Die Fluten sind versickert, die Menschen versuchen ihren Alltag irgendwie und irgendwo neu zu gestalten. Und dann gibt es hier auch noch mehr als 50.000 Flüchtlinge aus Afghanistan, geflohen vor den Taliban und deren Verfolgern. Dr. Pfau besucht so oft, wie es ihr noch möglich ist, die Außenstationen des MASI in der Umgebung. Bei diesem kleinen Jungen ist ärztlicher Rat gefragt. Eigentlich widmet sich Dr. Pfau vor allem den Frauen, die die meist männlichen Lepra-Assistenten nicht untersuchen dürfen. Doch bei dem Jungen aus Afghanistan geht es nicht um Lepra. Er hat anhaltendes Fieber. Dr. Pfau bespricht mit dem Vater, was nun getan werden sollte. Die Frauen warten schon lange. Ich frage mich oft, ob diese Sprechstunde überhaupt sinnvoll ist. Aber es gibt wenigstens den Frauen das Gefühl, dass jemand mal zuhört. Also jedenfalls abstellen würde ich es auch nicht. Denn wir können wenigstens diese hochgradigen Anämien, diese Blutarmut unter den Frauen behandeln. Erst nachdem die Männer versorgt sind, kommen die Frauen dran. Das konnte auch Dr. Pfau nicht ändern. Ja, wir haben merkwürdiges Übergewicht, also Überzahl von Frauen unter unseren Tuberkulosepatienten, was bei Lepra ja nun überhaupt nicht zutrifft. Vermutlich einfach deshalb, weil Frauen in der Tat in ihrer Soziallage noch erheblich unter dem Armutsniveau der Männer leben. Also wenn Essen gekocht wird, wird das prinzipiell erst den Männern vorgesetzt. Was übrig bleibt, wird den Frauen vorgesetzt. Übrigens ist noch gar nicht so lange her in Deutschland, da war das auch Sitte. Die Frauen kochten erst für die Männer und gaben es dann. Und dann aßen sie den Rest selbst. Und dann wohl auch die Wohnverhältnisse. Eine Frau verbringt eben sehr viel mehr Zeit in diesen verräucherten,
in diesen verräucherten Wohnräumen, wo eben 10, 12 auf einem Zimmer leben. Verbringt dort sehr viel mehr Zeit und hat offensichtlich dadurch sehr viel mehr Chancen, auch infiziert zu werden. Eine Schule am Rand von Karachi in Mangopir. Kurz nach dem Sonnenaufgang strömen die Kinder herbei. Grundschule und weiterführende Schule unter einem Dach. Gebaut für Kinder von Leprakranken, doch auch hier öffneten sich die Türen bald für andere benachteiligte Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung. Gegründet und geleitet wurde sie von Schwester Janine Göns, die bereits im Alter von 21 Jahren hierher gekommen war. Auch eine echte Chefin. Sie gehört zur Ordensgemeinschaft von Dr. Ruth Pfau. Heute begleitet das MASC das herangewachsene Projekt Mangopir. Benachteiligung kann nachhaltig am besten verändert werden durch mehr Bildung. Ja, wenn wir in Mangopir gearbeitet hatten, im Krankenhaus, dann hatte ich so viele Kinder immer gesehen im Wald. Und dann haben wir gedacht, wir müssen was machen für die Kinder. Und die Lepra-Kinder, wenn wir die Frage stellten, warum gehen die nicht nach die Schule, dann war das immer, unsere Eltern sind so missformt, die Hände und Füße so ganz erkrüppelt. Und dann sagten die Kinder, wir bekommen keine Stelle in die Schule. Und deswegen haben wir gesagt, wir mussten eine Schule selbst öffnen hier. Und dann haben wir auch ein Christendorf hier, das sind Sweepers, Leute, die sauber machen. Und auch die Kinder bekommen keinen Platz in die Schule. Und das ist nicht einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen die zwei zusammen. Und dann auch noch die Mädchen. Ja, das interessiert uns sehr, dass die Mädchen auch nach Schule kommen. Und deswegen sind wir hier angefangen. Neben dem Schulgebäude ein religionsunabhängiges Zentrum der Meditation und Begegnung. Well, bis jetzt geht das ganz gut. Wir haben am Anfang Angst gehabt, dass keiner hier kommt, wegen der Leprakranken. Aber vom ersten Jahr haben wir 80 Kinder gehabt, im zweiten Jahr 240. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir 120 neue. Das heißt, dass wir 340 Kinder haben in der Schule jetzt. Und auch Kinder von anderen Leuten, die nicht Lepra sind, noch Sweeper sind. Ja? Manchmal mit den Kindern von den Sweepers, wenn wir die zu Hause gebracht haben, in selben Wagen, haben die Kleinen gesagt vom Krankenhaus, von den Lepra-Patienten, wer möchte nicht mit den Kindern von den Sweeper in einen Wagen. Aber dann habe ich gesagt, wenn sie das nicht machen, dann gehen sie zu Fuß. Und jetzt gehen die zusammen. Ruth Pfau und Janine Göns, zwei starke Frauen in einer von Männern dominierten Kultur. Sie haben seit Jahrzehnten so manche Hürden beseitigt oder aber sie nutzbringend übersprungen. Ja, vermutlich bin ich am Anfang einfach viel zu naiv gewesen, um wirklich zu wissen, was die Lage der Frau hier in Pakistan ist. Und dadurch haben wir eben viele Dinge einfach getan, die, wenn ich sie mir überlegt hätte und wenn ich mehr gewusst hätte, wir vielleicht nicht getan hätten. Immerhin, es hat der Arbeit bloß gut getan, dass wir eben dann doch so einige... Ein Beispiel dafür? Um die Zeit war es überhaupt noch nicht Sitte, dass irgendwie Frauen in öffentlichen Ämtern etwa auftauchten. Wir waren damals 3. Janine war ja dabei, noch eine deutsche Krankenschwester. Wir waren etwa alle in dem gleichen Alter. Und wir sind halt haben uns einfach normal benommen, nach unserem Vorstellung normal benommen. Und da wir uns bei diesen öffentlichen Ämtern niemals in die wartende Reihe der Männer einordnen konnten, mussten wir also jedes Mal sofort vorgelassen werden, weil es eben keine Warteräume für Frauen gab und man einfach nicht wusste, wo man uns parken konnte. Also von daher war
waren die offiziellen Kontakte rasch geknüpft. Wo liegen denn die Grundlagen für diese Zweitklassigkeit der Frau? Liegt das in der Religion? Bringt das der Islam mit sich? Oder woher kommt das? Also ganz bestimmt nicht im Islam. Theologisch ließe sich diese Diskriminierung der Frau in keiner Weise aufrechterhalten. Die Frau des heiligen Propheten war eine bekannte Tuchhändlerin, die immer ihr eigenes Einkommen gehabt hat und von daher schon sehr unabhängig war. Es sind zweifellos Stammessitten, sehr viel stärker als religiöse Sitten, die da mitspielen. Und dann halt eine herrschende Klasse hat ihre Privilegien ja noch nie freiwillig abgegeben. Und so haben die Männer in diesem Land offensichtlich keiner Weise irgendwelche Pläne, ihre Privilegien abzugeben. Wie kommen Sie persönlich damit klar? Tja, klar komme ich damit natürlich überhaupt nicht. Es gibt halt Dinge, die man wohl in seiner eigenen Einflusssphäre punktuell angehen kann, die man eben so rasch aber doch nicht ändern könnte. Ich sage immer, wenn die Hindus recht haben und wir haben mehr als ein Leben zu leben, da würde ich das nächste sehr, sehr, sehr gerne in die Women's Lib, in die Befreiung der Frauen investieren. Lepra zu tun und das nebenher, das passt einfach in ein Menschenleben nicht rein. Außer, wie gesagt, die Aufklärungsarbeit, die man eben in seiner eigenen Einflusssphäre machen kann. Und ich muss sagen, unter den Lepra-Assistenten, das Verhältnis zu deren Frauen ist doch ganz sicherlich in Pakistan bereits atypisch. Gemeinsam sich um den Haushalt zu kümmern und um die Kinder, wenn der Vater daheim ist, das ist in Pakistan noch längst nicht Alltag. Es geht um Gleichberechtigung und gemeinsame Verantwortung. Es geht um das Akzeptieren eines jeden. Keine Ghettos mehr. Ein Beispiel von vielen. Ein ehemaliger Lepra-Patient bekam vom MRC eine Starthilfe für ein kleines Geschäft. Fahrräder sind wichtig. Wer kann sich schon ein Auto leisten? Und mit viel Geschick werden hier alte Räder wieder aufbereitet. Das Team der nahegelegenen Außenstelle des MRC besucht den ehemaligen Patienten und schaut gleich erst einmal nach, ob auch alle Familienmitglieder gesund sind. Kleine Darlehen, große Wirkung, damals wie heute. Im Jahr nach der Überschwemmungskatastrophe bildete sich in Jatti, 3 Autostunden von Karachi entfernt, eine kleine Community von mittellosen Landarbeitern, Haris genannt. Mit ein wenig Unterstützung aus den Töpfen des MRC begannen sie, der Wüste wieder etwas abzutrotzen. Letzte Spuren der Überschwemmungen. Damit es bald Schatten gibt, haben die Menschen Eukalyptussträucher gepflanzt. Erst danach ging es an den Bau der Häuser für 27 Familien, also rund 200 Menschen. Dr. Ruth V. kontrollierte noch mit über 80 Jahren dieses Vorhaben bei ihren regelmäßigen Besuchen. Ein Fluthilfekonsortium bestehend aus dem MRC, der Caritas Wien, der Caritas St. Pölten und der DAW hatte sich hier für die Menschen eingesetzt. Insgesamt wurden so in Pakistan mit dem MRC über 1000 Neubauten errichtet, unzählige Häuser wiederhergestellt, Nutztiere für Familien angeschafft und sanitäre Anlagen gebaut. Ein neues Haus kann bezogen werden. Dr. Pfau zerschneidet das Band wie bei uns daheim ein Minister bei der Eröffnung eines Autobahnabschnitts. Hier geht es um eine substanzielle Veränderung. Die Haris waren bisher Leibeigene von Großgrundbesitzern und wollen nun als freie Menschen leben und wirtschaften können. Die ganze Gemeinschaft hat zugezahlt und das Diesel wird auch von der Gemeinschaft gezahlt. Aber dann denken die können ihre
Einkünfte durch die nächste Ernte verdreifachen. Also offensichtlich. Die wissen, wie sie es machen. Denn die haben ja immer das Geld verdient für die Großgrundbesitzer. Der einzige Unterschied ist, jetzt verdienen sie es für sich selber. Die Schwierigkeit, dass sie es nie vorher gemacht haben, ist eben wirklich, sie haben kein Kapital. Können keine Düngemittel kaufen, keine Schädlingssprays. Ja, deshalb haben sie gar nicht anfangen können. Aber wenn wir das jetzt für die nächsten 3 Jahre noch mal sehen, wo die Engpässe sind und sie dann in ihren eigenen Feldern stabilisieren, das sollte gut gehen. Und zwischendurch eben auch die Kinder zur Schule schicken. Das kostet Schulgeld. Auch darum ist es wichtig, dass das Projekt gelingt. तो चटवा का छठा का 5 एक गुम्मा एक और बड़ा उसके लिए बड़ा वो शर्मिंदा देते हैं चला गया Sie zählen jede Familie immer durch, Frau Doktor. Warum machen Sie das? Nur so, aus Interesse. Um zu wissen, ob die Produktion noch so weiterläuft. Oder nach 6, da sollten wir wirklich anfangen, drüber zu reden. Dr. Pfau meinte damit die Möglichkeit, sich nach 6 Kindern sterilisieren zu lassen. Für mehr Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Die Haris konnten inzwischen gute Reisernten einfahren und damit beginnen, ihre Schulden abzubauen. Ich habe oft gedacht, die einzige Bevölkerungsgruppe, in der wir wirklich als Gruppe erfolgreich gewesen sind in unserer Menschenrechtsarbeit, sind die Lepra-Patienten. Also das Ausgesetztwerden, das wäre undenkbar jetzt. Das wäre undenkbar. Wie verhält sich das bei den anderen Patienten, die so im Laufe der Zeit mit übernommen haben? Ich denke da etwa an die Tuberkulosekranken und die von AIDS Betroffenen. Ich meine, Tuberkulose hat ein erhebliches Stigma, aber niemals so wie Lepra. Also trotz alledem müssen wir auch gegen Stigma wirklich arbeiten und das besonders, wenn es sich darum handelt, Kinder von Tuberkulosekranken, von ehemals Tuberkulosekranken Patienten zu verheiraten, ja, dann wird es wirklich schwierig. Oder im Arbeitsmarkt wird es schwierig. Wir sind mit AIDS noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, wie viel wir haben. Wir haben es, ist gar keine Frage. Es ist aber noch so eine Tabukrankheit, dass wir keine Statistiken erstellen können. Es ist immer noch üblich, also man wird AIDS diagnostiziert. Man wechselt den Namen, lässt sich nochmal testen, ist wieder positiv. Wechselt den Namen wiederum, sodass man nicht erkennbar ist. Wir hatten in Azad Kashmir einen einzigen festgestellten HIV-positive Patienten. Da hat das Dorf das Haus angesteckt, damit die ganze Familie ausziehen musste. Also da muss man dann erst mal sehen, wie es wird, wenn es sich entwickelt. Aber das steht zweifellos auf unserer Zukunftsliste. Um afghanische Aussätzige hat sich Dr. Pfau seit Jahrzehnten gekümmert. Über diese Grenze am Khyber-Pass waren zu Beginn der 1980er Jahre aus Afghanistan Geflüchtete nach Karachi gekommen. Sie berichteten ihr von der Ausbreitung der Lepra in der Heimat. Dr. Pfau bildete 3 von ihnen zusammen mit den pakistanischen Lepra-Assistenten aus. 1983 sind die einheimischen Leprahelfer zum ersten Mal rein. 1984 bin ich dann rein.
Und wir haben in Zentralafghanistan, das wirklich ein richtiger Lepra-Herd ist, dann in einem ganz kleinen Gebiet angefangen. Und das hat sich wie alles in Drittweltländern die Tendenz hat, entsprechend entwickelt. 87 haben wir es dann wirklich zu einem einigermaßen organisierten Lepra-Bekämpfungsprogramm ausgebaut. Wir haben jetzt 5 Außenstationen drin, die dünn, aber flächendeckend arbeiten. Und dann kam dieses Genf-Abkommen. Wer macht die Arbeit dort? Das sind Lepra-Assistenten, die wir die wir in Pakistan ausgebildet haben. Die Kerntruppe sind 3 Patienten, die buchstäblich von ihren Familien als Kinder, als Leprakranke hier in Pakistan abgesetzt worden sind. Die haben wir dann behandelt, zur Schule geschickt, als Lepra-Assistenten ausgebildet. Und als dann ihr Land in diese Schwierigkeiten kam, meldeten sich diese Gruppe von 3 freiwillig zurück. Und das sind wirklich diejenigen, auf die wir heute die Lepra-Arbeit aufbauen. Das Gute war ja auch, dass wir dadurch, dass die im Stamm angehören, jeweils einem anderen Stamm angehören, auf diese Weise 3 politische Grundlagen hatten, also Infrastrukturen, die es ja sonst überhaupt nicht gibt in Afghanistan, auf die wir dann die Arbeit haben doch aufbauen können. Wie sehen die Schwierigkeiten in Afghanistan aus? Was ist anders als in Pakistan? Ja, das Land ist dasselbe, das ist auch Hindukusch, aber die politische Lage ist eben ganz anders. Es gibt in Afghanistan, das ja jetzt im 10. Jahr im Krieg ist, keine Regierung. Und was das heißt, wenn ein Land 10 Jahre ohne Regierung lebt, das habe ich mir an sich auch am Anfang gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel, es gibt keinen Postdienst, es gibt keine Banken. Also wenn John, der die Sache drüben schmeißt, wenn der Geld braucht, muss der buchstäblich über die graue Grenze und muss sich die Hosentaschen mit Scheinen vollstopfen. Wir haben gar keine Möglichkeit, den Geld reinzuschicken. Wir haben keine Post, also wenn wir unseren 5 Außenstationen irgendeine Dienstanweisung geben wollen, dann müssen wir wie im Mittelalter ein Pferd satteln, der dann in 2 Wochen die Runde dreht. Es gibt auch gar keine Regierungsorganisation, die vielleicht so Straßen instand hält. Das ist ja alles gebirgig. Also wenn dort ein Bergrutsch vorkommt, ist das nicht wie im Karakorum, dass dann das Militär mit Bulldozern anfährt. Da muss man halt mit Schaufel und Hacke sich seinen Weg dann selber schaufeln. Wenige Jahre später hatte Dr. Pfau ihr Ziel erreicht. In Kabul arbeitet seither ein eigenständiges afghanisches Lepra-Bekämpfungsprogramm, genannt LEPCO, Leprosy Control. MRSC und LEPCO konnten in ihren von Waffengewalt geprägten Umgebungen bis heute friedensstiftend wirken. Nicht durch politische Aktionen, sondern allein durch ihr eigenes Handeln, multireligiös ausgerichtet. Also wenn ich denke, dass heutzutage ein Betriebsfest undenkbar wäre, ohne dass es nicht eröffnet würde, das ist klar, das ist überall, erst mit dem, dass jemand den Heiligen Koran liest, rezitiert, dann wird ein Christ gebeten, entweder aus der Bibel zu lesen oder ein freies Gebet zu sprechen, und dann ein Hindu aus der Gita zu rezitieren. Und dann ist das erst rund. Dann kann man das wirklich anfangen zu feiern. Und das glaube ich nicht, dass es irgendwo sonst geht. Besonders das Letztere. Als wir das zum ersten Mal eingeführt haben, da hatte sogar ich Bauchschmerzen dabei. Aber ja, dass das so geht. Unser Management besteht aus einem Katholiken, einem überzeugten Muslimen und einem Buddhisten. Und die arbeiten vorzüglich zusammen. Ja, mit Management dann. Das ist auch Christ, Hindus, Muslime und dann auch ganz wichtig beide Richtungen, also Sunniten und Schiiten. Ja, und das. Und wenn wir Pogrome haben, dann kommentiert die Gruppe nur, also wir wissen gar nicht, warum die das machen.
Sie haben Frieden im Hause MIC geschaffen. Geht diese Wirkung auch darüber hinaus? Ich habe das gerade also enorm erlebt. In Northern Area, das ist also das Gebiet, wo Hindukusch und Himalaya und Karakorum sich treffen. Ja, das gehört ja zu Pakistan. Und da ist das Verhältnis zwischen Schiiten und Sunniten eben sehr, sehr, sehr gespannt. Also die bringen sich immer wieder um. Erst die Seite, dann als Rache jene Seite und da ist das genauso. Ja. Auch in Karachi, also das, was rund um uns oder während dieser gelegentlichen Übergriffe. Ja, also wir haben in MIC niemals Schwierigkeiten gehabt. Die wissen, alles ist ein christliches Krankenhaus. Also da glaube ich ganz sicher, dass wir wirklich Frieden gesät haben, so wie in Afghanistan. Ja, als ich da mal einen unserer Lepra-Assistenten fragte, darauf bestand, dass wir keinen Kalaschnikow in unseren Jeeps haben. Da sagte einer der Lepra-Assistenten, also das stimmt. Wir sind unangreifbar. Warum? Weil wir eben nicht bewaffnet sind. Ja, das hat sich rumgesprochen. Wirkt sich diese Friedensarbeit auch über Ihren eigenen Einflussbereich hinaus aus? Wie schätzen Sie die Entwicklung der letzten Jahre ein? Politisch habe ich mich, kommt drauf an, also parteipolitisch, habe ich mich immer mit dem ganzen Projekt bewusst rausgehalten, einfach deshalb, weil Lepra-Patienten, ganz egal welcher Partei sie angehören, sich eben doch willkommen fühlen müssen. Und da kann man keine Parteiabzeichen tragen. Ja. Deshalb, da sind wir raus. Insgesamt, wenn Sie mich nun natürlich fragen, wie ich in diesen 50 Jahren Pakistan als solches erlebt habe. Also insgesamt sehe ich keine Richtung, die wirklich eine dauerhaftes friedliche Entwicklung anzeigen würde. Ja, aber wo sieht man das in unserem Teil der Welt? Da löst ein Krieg den anderen ab und wenn sie sich nicht außen irgendwie bekriegen, dann bekriegen sie sich innen. Und ich meine, es gibt einige positive Entwicklungen, sicher für die Frauen. Also Mädchen gehen heute doch weitgehend zur Schule. Das war anfänglich nicht so. Und die werden ja dann auch dafür sorgen, dass ihre Stimme gehört wird. Der Weg dahin ist noch weit. Die Straße gesperrt zum Freitagsgebet in Karachi. Religionen prägen die Kulturen. Hier dominiert der Islam. Dr. Pfau war oft in dieser Straße, denn sie führte zur St. Patrick's-Kathedrale, die sie auch wochentags gern aufsuchte und in der am 19. August 2017 die Trauerfeier zu ihrem Staatsbegräbnis stattfand.